Bommel, 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 Bommel. Hello, Friendo. Willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns mal an, was wir vor der Weihnacht hier noch in 5,5 Stunden zusammengeklatscht haben. Die Ordnung hier drinnen. Kriege ich nicht raus. Wenn wir jetzt hier gerade im Vertrauen sind, muss ich euch noch sagen, ich will das Video heute allein machen. Der Marvin ist daheim mit weiter geschwullene Mandeln. Ah ja. Irgend sowas, irgendetwas zum Essen. Ich hole mir dann sicher noch Hilfe, aber schauen wir uns das mal an, oder? So, für den, damit wir den testen oder mal schauen, was wir hier wirklich bauen haben, holen wir am besten zuerst mal einen, der kann, sag jetzt mal, dagegen antreten und einfach mal, dass wir so ein bisschen einen Vergleich haben zu was wir hier gebastelt haben. Und vielleicht, wie wir es richtig machen können. Wollen wir mal schauen. Kommen Sie mit? Da hätten wir schon einen potenziellen Gegenspieler, Rennfahrer. Das ist mit seinem privaten Gefährt gefahren, oder? Da würde mir natürlich gefallen, hier mal reinschauen, wie man es richtig macht, sage ich mal. Was wir gebastelt haben. Ja, das ganze Vergleichen ist schwierig, aber mal so ein bisschen einen Gegenspieler haben, weil hier hinten, Marvin, seine Maxi ist noch lange nicht fertig, das ist nicht mal der Rahmen hier. Die Huren Scheisse würde am liebsten gar nicht mehr anlangen. Von dem her nehmen wir mal den Wolf ab, würde ich sagen. Die machen so ein Diagramm, wer welche Cracker am liebsten hat. Ich mag Mars, ich Twix, ich mag Kekse. Jo! Rigi wird wieder auf Teile klauen. So, die zwei Mofas kann man wenigstens ungefähr vergleichen, auch wenn sie nicht gleich aufgebaut sind. Aber zum Schauen, wer wo verbauen ist und was zu erwarten ist, da holen wir jetzt lieber mal die Hilfe von einem Profi. Einen Moment. Einen Fühler. Ja genau, kannst auch beide Seiten, dann haben wir sicher das Richtige drauf. So, Herr Experte. Nicht Experte. Ich habe noch zwei identische Gefährte, oder? Fast. Maxis. Eins ist schön und eins ist anders. Da habe ich schon gesagt, eins haben wir hier zusammen gebastelt, oder? Ich kann es fast nicht anders sagen. Ja. Und eins haben wir hier als Projekt schön aufbauen. Weißt du noch, was verbauen ist? Kurbelwelle ist plus 1 mm Hubswing. Ich glaube, eine HK-Kupplung haben wir drin. Dann haben wir eine HPI-Zündung, programmierbar, wo man kann, einstellen kann. Zwei Zündkurven. Ja. Dann ein 45er Swing mit. Ein 45er Swing? Ja, 45er. Voilà, in dem Fall wirklich vergleichbar, sozusagen. Der Zylinderkopf ist glaube ich auch einfach ein 45er. 19er PHBG. Ein wunderschöner Luftfilter im Vergleich zu eurem. Zu keinem. Viel mehr ist glaube ich auch nicht mehr da. Zigarrenstandard. Nicht irgendwie Reso-Zigarre, die normal. 28er Flammenrohr. Ja. Alrighty. Wir haben ja einen 45er Athena, 19er PHBG und fertig. Auspuff. Der Auspuff, ja natürlich. Technikgas. Der bringt wahrscheinlich schon noch recht etwas. Resonanzbereich! Sie wird dann theoretisch wahrscheinlich mal bei euch auf dem Tutorial-Channel landen, wie man Kurbelwellen ersetzt. Es ist halt immer so eine Sache mit den originalen Wellen. Die einen heben, die einen nicht, die einen schwören drauf. Joe. Ich nicht. Ich würde jetzt auch nicht. Aber ja, eben, es ist Geschmackssache, aber es macht durchaus Sinn, auch Kurbelwellen wechseln, spätestens wenn man auf mehr Kubik geht. Dann, ja. Du musst ein warm fahren. Dann kann man dich sicher ja, kann man schnell, ich lasse ganz schnell laufen. Er läuft gerade an. Wir müssen hier noch ein bisschen nachstellen, hat es geheißen. Komm, ich lasse dann laufen. Du hast ein bisschen mit dem Wolf rumdüsen. Den Stutzer kann man übrigens auch bei uns im Shop kaufen. Und verlinken es bitte mal wirklich und sagen es nicht nur immer im Video. Du musst eben mit der Freddy verlinkt sein. Lukerle, du kannst heimgehen. Freue mich. Rest der Woche kannst du frei nehmen. Putz doch schnell den Scheiß da. Also, dann holen wir einen angemessenen Gegner. Einzigst wahre Rennpilot Roger. Aber lass ihn bitte mit dem fahren. Er geht ja eh auf die Fresse. Lukerle unter uns. Hast du das Gefühl, wer ist denn? Ja, ich sage es schon nicht so gerne, aber... Nein, ich glaube an den Wolf. Ich glaube ehrlich gesagt auch an den Wolf. Aber Beschleunigung... 200 Meter geht aber Beschleunigung hat euch, glaube ich, besser. Meinst du? Ja, wo ich jetzt vorher gefahren bin. Klingt spannend. Ja. Holen den Roger. Da hockt er. Resonanz-Roger! Elias, gehen wir alles auf klar? Rennfahrt.
Wir gehen Probe fahren. Wolf gegen, wie sagen wir denn? Weihnachtsprojekt. Weihnachtsprojekt. Ja, ist es tun schon, wenn wir den Wolf... Alles Wo ist der Wolf überhaupt? Alles parat. Läuft der nur noch? drauf hocken, alles gemacht. Da sind alle im gefahren, Weg. ja. Kaffee, Durch. Kaffee. Ja, jetzt lassen wir zuerst die Leute durch, die nichts machen. Und der Chaleur. Du Berli? Hey, oh. Du auch, ja. Luca hat mich gebeten, dass ich mit dem Wolf fahre. Würde ich auch, ja. Aus Gründen, ich weiss nicht Ja, wieso. was wieso? Ich habe letzte Woche da noch die Kupplung noch ein bisschen optimiert. Die Düse ist gut. Ich bin noch ein bisschen einfahren, den Zylinder, weil der ist ja neu. Also mit dem kriege ich noch ein bisschen angeschaut. Gemeint, die Düse sind eigentlich gut. Und darum 95 immer noch. 95, ja. Ich Voll. würde sagen, abgesperrte Rennstrecke hinterher und Gehen wir. schauen wir, wie das läuft. Voll. Also wir sind angekommen, abgesperrte Rennstrecke, wie ihr es kennt. Es geht jetzt darum, herauszufinden, welcher von diesen beiden Hobel, der Weihnachts 5,5 Stunden Hobel, im Rouge zusammenbauen oder der schön säuferlich zusammengebaute Wolf of All Streets, wie er heisst. Erstens, welcher hat die größere Höchstgeschwindigkeit, so wie sie jetzt gerade sind. Der Luca hat es ja erklärt, was er hat. Und nachher noch, wer beschleunigt schneller, sprich ein kurzes Beschleunigungsrennen. Ich kann sagen, jetzt erstmal Höchstgeschwindigkeit. Roger kann anfangen. Dann nehmen wir die App hier dafür und dann kannst du starten und bist am. Ach, der kaputt! Hau rein! Jetzt gehst du einfach ganz weit hinein. Klack! Lauf noch nicht kaputt, alles gut. Ganz ordentlich. Es ist nicht mehr so langsam. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit, was denkst du, was schätzt du? Schwierig. 61. 59,15. Knapp bei 60. Nicht schlecht. Elias, lass den Göppel laufen. Du bist dran. Ja, laufen habe ich gesagt. Oh. Das Ich mache eine einmal einen Mal Film drehen mit Profis. dem Elias. Nimmt man sich Zeit und dann so etwas. Das war schnell. Der Sieg ist gar nicht langsam. Er ist nicht langsam, ich hätte gerne ein bisschen mehr Strecke gemacht. Schon, meinst du, wir wären noch schneller geworden? Aber Ich schätze, du bist sicher über 60. meinst Ich schätze so 63. du? Weißt du? Abgezogen! Was? 67, 1, 2. Ja gut, das war klar gewesen. Mit dem Setup, dass Gut, ein ich bin bisschen... natürlich jetzt auch nach der Weihnacht habe ich wirklich abgenommen, also stark. Ja. Darum bin ich wahrscheinlich schon ein bisschen schneller das sieht man auch. gewesen, gell? Und vor allem, du bist jetzt gekommen, jetzt ist der Wind da stärker und dann hast du viel mehr Rückenwind als ich. Das macht es natürlich auch aus, oder? Zweite Chance, ich habe eine zweite schneller Chance. gewesen, hä? Beschleunigungsrennen, Müssen wir jetzt auch noch machen? dort gewinne ich. Aber zum Start aus, ja, mal. Ich habe schon das Gefühl, er kommt. Unten raus läuft er fast gut. besser als der Wolf, habe ich das Gefühl. Also sagen wir gehen führen und der Friedi kann uns dann gerade filmen, wer Ziele fällt am schnellsten macht. Voll, können wir machen. Los Geil. geht's. Los! Ja, aber du bist schneller abgefahren! Knappe Sache gewesen. Also Roger ist ab bis Zäpfli und jetzt auf die letzten Meter habe ich gerade noch mögen kommen. Aber ich hätte jetzt gesagt, ein richtiges Drag Race. Wir das Ding natürlich verkürzen und dann bist du schon weiter vorne. Ist ja gut? Gut, das ist fair, näher. oder? Ja. Geil, machen wir dann nochmal. Ready! Los eins! Du sagst los! Also, Achtung! Fertig, los! Jo, also, kurze Distanz bist absolut schneller im Abzug. Unten raus läuft doch gut. Ja. Ja, ist geil zum Fahren. Ritzel wären interessant eigentlich. Weil da sind wir auf Original. Ja, 1345, oder? Meinte ich, 1345 ist da. Ja, voll. Da haben wir nichts und So viel hinten mehr 45, wahrscheinlich 1545. Ja, wahrscheinlich. Darum läuft So oben wie, raus so viel wie ich den besser. Luca kenne, 1545. Also, wir haben gesehen, Höchstgeschwindigkeit, Wolf liegt absolut vorne. Und das muss man wirklich sagen, ohne Resonanzauspuff. Das ist schon ist geil. Aber eben, die Ritzling macht das natürlich aus. Plus bei dem Resonanzauspuff absolut geil. Und aus dem Abzug auch recht Voll. stark. Aber da merkst du auch eben, der Motor ist nicht so... Hoi.
Eben da ist halt schon eine originale Welle, ohne Zäpfe drin und so. Ich bin jetzt richtig froh, dass sie nicht kaputt gegangen ist, weil eben 4-Lager-Gehäuse, Matching Numbers, liefern wir es lieber nicht. Ja. Ich würde da gerne noch ein weiter umbauen. Das Ziel ist sicher mal noch schön zu machen, aber vorhinein vielleicht kann man noch 1-2 Sachen ausprobieren, wo wir jetzt einfach einen Hobel zur Verfügung haben. Ja, voll. Wenn ihr irgendwelche Inputs habt, die ihr gerne mal am Maxi S gesehen hättet, irgendeinen Auspuff, irgendeinen Vergaser, weiss ich was, labrige Fußraste, der Roger angezogen hat. Ja, das ist wie mit deinen Elefantenfüßen, wie du drauf gestanden bist. Wer hat die angezogen? Mutter fehlt. Möwe. Möderlass, nein, bin ich gewesen. Sorry. Wenn euch irgendetwas einfällt, schreibt es in die Kommentare. Wir machen sicher an dem noch ein bisschen weiter. Dann geht es wieder in den Ruhestand, oder? Benzin zu und wieder ins Büro rauf. Vielleicht putzen wir den Markt nachher noch. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüssi. Aber ciao. Eigentlich können wir mal etwas mit dem Ciao machen. Ja, Dreirad oder irgend so. Ja, wieder mal geil. Das Dreirad wäre auch geil. Softies schon.